Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Biel. Der Tiergarten Schönbrunn hat viel Erfahrung in der Haltung und Zucht von Populationen von den unterschiedlichsten aquatischen Lebewesen. Insbesondere möchte ich da die Quallen hervorheben. Wir halten im Tiergarten Schönbrunn 80 Quallenarten. Das sind mehr Arten als das berühmte Monterey Aquarium an der Westküste der USA. Wir haben da also Weltstandard. Das gleiche gilt für die Haltung von Steinkorallen zum Beispiel, von Seepferdchen, Seenadeln und Fetzenfischen, die hochgradig kompliziert zu halten und zu züchten sind, oder eben auch von hochbedrohten Süßwasserarten. Wir halten 3 Süßwasserfischarten, die es in der Natur überhaupt nicht mehr gibt. Und leider sind das eben die großen neuen Herausforderungen, also ganz neu sind sie nicht, aber in der Zoogeschichte sind sie eben, wenn man die gesamte Zoogeschichte ansieht, eines modernen zoologischen Gartens und Aquariums. Und deshalb ist es nur eine logische Schlussfolgerung, dass man eben langfristig diese Populationen erhält und dass man eben auch den Aufwand den Besucherinnen und Besuchern zeigt, der dahinter steht, solche Arten außerhalb ihres natürlichen Lebensraums zu erhalten. Und jetzt ist unser altes Aquarienhaus, was aus den 60er Jahren stammt, ist wirklich in die Jahre gekommen. Es ist zu einer anderen Zeit gebaut worden. Damals wollte man in erster Linie eben den Betrachter, die Betrachterin davon überzeugen, wie wunderschön und artenreich eben diese natürlichen Lebensräume sind, indem man eben diese natürlichen Lebensräume gezeigt hat. Heute gehört aber eben auch der Erhalt mit dazu. Und in der Vergangenheit ist eben der Keller in unserem Aquarienhaus, der für den Besucher nicht begehbar war, der hinter den Kulissen war, immer voller geworden. Wir wurden immer spezialisierter und das Haus ist eben aus energetischen Gründen, aber auch von den Betriebsabläufen nicht mehr sanierbar. Und deshalb haben wir uns entschlossen, ein neues Artenschutz-Aquarium Schönbrunn zu bauen. Und um das bauen zu können, müssen eben erstmal die Tiere ausgesiedelt werden, die dort in dem alten Haus vorkommen, denn das neue Haus entsteht genau an der gleichen Stelle, wo das alte gestanden hat. Und da hat sich eben dann bei diesen 2 Kellergewölben, das sind alte historische Kellergewölbe, die wir hier saniert haben, die haben hier ideale klimatische Bedingungen, weil diese Gewölbe in den Hang hineingebaut worden sind und deshalb ein sehr stabiles Klima haben. Die haben wir mit großem Aufwand saniert und haben jetzt einen hinter mir liegenden Tunnel nur Süßwasser und einen Tunnel Salzwasser. Langfristig, also wir haben das jetzt nicht nur gebaut, um die Tiere hier vorübergehend unterzubringen, während wir das neue Aquarium bauen, sondern wir planen hier eben auch langfristig eine Forschungsstation, die eben darauf spezialisiert sein soll, Kleinstpopulationen außerhalb des Lebensraums langfristig genetisch gesund zu erhalten und natürlich Strategien zu entwickeln, wie man diese Tiere auch wieder in der Wildbahn ansiedeln kann. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.